Guten Abend. Die große Freude, den Juan Manuel Cotelo zu begrüßen. Es wird keiner bereuen, dass er heute Abend wiedergekommen ist. Bitte bleiben Sie aber auch mit Missio verbunden. Ich freue mich, dass es zu dieser missionarischen Veranstaltung heute gekommen ist. Immer wieder gerne. Ja. As you all know, the film is about forgiveness, but I would like to start speaking about, ¿cómo se dice gratitud? Thankfulness. Und ihr wisst alle, dass der Film über Vergebung handelt, aber ich möchte gern beginnen, indem ich über etwas anderes spreche, und zwar über Dankbarkeit. Estar hoy aquí para mí es, being here today for me, it is really a big gift, a huge gift. Heute hier zu sein ist für mich ein riesiges Geschenk. Having met Ali and Christian and Juan and other crazy people that are in this room, it has been a great gift. Und Ali und Christian und Pater Karl und Juan kennengelernt zu haben und so viele andere verrückte Menschen, die heute hier mit uns sind in diesem Raum. Das ist wirklich ein großartiges Geschenk. I'm sorry if you have heard this story before, because I like to tell it many times. Und es tut mir leid, wenn ich die eine oder andere Geschichte heute wiederhole, aber es gefällt mir so gut, Geschichten immer wieder zu erzählen. Okay, so the story is that like 10 years ago, more or less, one day I was very upset. Vor 10 Jahren ungefähr oder 11 war ich eines Tages sehr wütend. And I don't know you, but when I am upset, I pray very well. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wenn ich wütend bin, dann kann ich super gut beten. I was so angry and I said that beautiful prayer. Ich war so wütend und ich habe dieses wunderbare Gebet gesagt. Lord, I need an army of crazy people. Herr, ich brauche eine ganze Armee von verrückten Leuten. Because ¿cómo se dice? Con la gente with the clever people I can do nothing. Weil mit den intelligenten, mit den überlegenden Leuten kann ich einfach überhaupt nichts fertigbringen. And after that beautiful prayer, they appeared. Und nach diesem wunderbaren Gebet kamen die verrückten Leute. And some other people are still appearing in many countries. Also die zwei, die jetzt neben mir sitzen, und auch noch viele andere Leute in vielen anderen Ländern der Welt. And believe me, it is a miracle. Und glauben Sie mir, das ist ein Wunder. It is a miracle that anyone can see. Es ist ein Wunder, das jeder sehen kann. The fact that we have released our films in 33 countries so far, it is a miracle. Die Tatsache, dass wir bis jetzt unsere Filme in über 33 Ländern Premiere feiern haben lassen, das ist ein Wunder. Being us who we are, because we are the smallest people, the smallest production house, with the most little capacity. That's who we are. Denn wir sind, wer wir sind. Und de facto sind wir wahrscheinlich die kleinste Produktionsfirma der Welt und wir haben die kleinste Handlungsfähigkeit und Möglichkeit. Wir haben die wenigsten Angestellten. And now I have learned that God likes very much that you are little. Und ich habe in den letzten Jahren sehen dürfen, dass Gott es liebt, wenn man klein ist. I had the chance one day to talk to Pope Benedict. I talked to him for less than 1 minute, maybe 30 seconds. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dem Papst Benedikt zu sprechen. Ganz kurz, vielleicht weniger als 1 Minute sogar. And in that less than a minute, he said to me, el más grande, el más pequeño es el más poderoso. The most little one is the most powerful one. Und sagte zu mir in dieser kurzen Zeit,
der Kleinste ist der Mächtigste. Be little, sé pequeño, be little. Sei klein. So, I have always desired to become big, to become great, to become powerful. Aber ich hatte immer entschieden, groß zu werden, mächtig zu werden, stark zu werden. And to my surprise, God doesn't want it. Aber zu meiner Überraschung möchte Gott das gar nicht. And I have liked very much being surrounded by powerful people. Und es war für mich immer wunderbar, von machtvollen Leuten umgeben zu sein. And experts and people with a lot of experience, you know. Von Experten und von Leuten mit viel Erfahrung. But then I'm learning that God really doesn't care too much about your capacity. Aber ich sehe immer mehr, dass Gott nicht sich so sehr interessiert für das, was du schaffen kannst. On the opposite, the more you recognize how little you are, the more room you give Him to invade and show His power. Ganz im Gegenteil, je mehr du erkennst, wie wenig du tun kannst, je mehr Raum machst du frei für ihn, dass er durch dich wirken kann. There are probably very few things that makes you feel little as the lack of forgiveness. When you don't forgive, you really feel small. Und eine Sache, wo du dich am allerkleinsten fühlst, ist, wenn du nicht vergeben kannst. Da fühlst du dich wirklich ganz, ganz klein. When we hurt another person, or when we are hurt by another person, we feel reduced. Wenn wir von jemand anderem verletzt werden oder jemand anderen verletzen, dann fühlen wir uns auf ein Minimum reduziert. And the more we recognize, I can't with this, I have no strength for that, it seems to me impossible to forgive. It seems to me impossible to ask for forgiveness. Und je mehr wir zugeben, ich kann das nicht vergeben, es ist für mich völlig unmöglich, um Vergebung zu bitten. The more we are ready to experience His power to forgive and to be forgiven. Je mehr werden wir offen für die Gnade Gottes, dass er uns die Kraft schenkt, zu vergeben und dass uns vergeben wird. And probably it is the fastest way to also experience resurrection. Und wahrscheinlich ist das der schnellste Weg, um auch die Auferstehung erfahren zu lernen. When we hate another person, we feel dead inside. Wenn wir jemand anderen hassen, dann fühlen wir uns tot innerlich. And when we forgive, we feel alive again. Und wenn wir vergeben, fühlen wir uns wieder lebendig. When we have done something wrong to another person and we realize what have I done, we feel really bad, really dead almost. Und wenn wir etwas falsch gemacht haben einer anderen Person gegenüber und wir bemerken das, dann fühlen wir uns fast wie tot. And when we ask for forgiveness and we are forgiven, we feel as now I can fly again. Und wenn wir um Vergebung bitten und uns vergeben wird, dann fühlen wir uns, als hätten wir wieder Flügel. So, this film is about that resurrection. Also dieser Film ist genau darüber, über diese Auferstehung. My first meeting with people who have experienced forgiveness was in Colombia, into a jail. Mein erstes Treffen mit Leuten, die Vergebung erfahren haben, war in Kolumbien in einem Gefängnis. I went to spend several hours with a big group of people who have committed hundreds and thousands of crimes. Ich ging dorthin, um eine Zeit zu verbringen mit vielen, vielen Leuten, die hunderttausende Verbrechen begangen haben. And when I was entering into the jail, I felt nervous, I felt tense. Und als ich in das Gefängnis reinging, sagen wir, fühlte ich mich angespannt. Because of the prejudices, prejuicios. Wegen der Vorurteile. And when I went out of jail at the end of the day,
I felt as if I have been to a kindergarten. Und als ich am Ende des Tages aus dem Gefängnis rausging, fühlte ich mich, als hätte ich einen Tag im Kindergarten verbracht. With new people, innocent people, Mit unschuldigen Menschen, neugeborenen Menschen, although they have killed thousands of people. obwohl sie Tausende von Menschen umgebracht haben. And I can say now, I have never seen a most evident demonstration of God's power. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen eindeutigeren Beweis für Gottes Macht gesehen. Which is resurrection of the dead. Denn der eindeutigste Beweis für Gottes Macht ist die Auferstehung von den Toten. They all could say, I was dead and now I'm alive. Alle diese Menschen konnten sagen, ich war tot und bin wieder lebendig. I have another ¿cómo se dice? Recuerdo? Memory of something that happened on that day. The director of the prison, of the jail, he instructed me about 3 important rules that you have to keep during your visits. Are you ready? I said, yes. Und ich habe noch eine andere Erinnerung von diesem Tag. Der Gefängnisdirektor hat mir 3 Regeln gesagt, die ich beachten muss. First rule, do not accept any gift from anyone, because you don't know what they are going to give you. Erste Regel, nimm keine Geschenke an von irgendjemandem, weil du weißt nicht, was sie dir geben. Second rule, do not eat or drink anything. Zweite They will probably offer you drinks, don't eat anything. Iss oder trink nicht, die werden dir wahrscheinlich was anbieten, aber nimm nichts an. And third rule, do not remain alone with anyone. Always be in the group. Dritte Regel, bleib immer in der Gruppe, sei mit niemandem irgendwo alleine. Okay, is that clear? Have you understood it? It's correct, it's okay. Do you agree? Yes. Ist das klar? Bist du einverstanden? Hast du alles verstanden? Ja. First, second, third, okay, clear. So, I entered the jail. It was like a city. It was 17,000 people in the jail. Und ich ging in das Gefängnis hinein und es war wie eine Großstadt. Da sind 17.000 Leute in diesem Gefängnis. They are divided in different neighborhoods. Und so to speak. sie sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt, in verschiedene Bezirke. So I went to that neighborhood. Also ging ich in den einen Bezirk. And as soon as I opened the door of the main building, one person said to me, oh, thank you very much for coming. I have a present for you. Und sobald ich in das erste Hauptgebäude hineinging, sagte die erste Person zu mir, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich habe ein Geschenk für Sie. That was my first conversation. Und das war mein erstes Problem, wo ich die Regeln überschritten habe. And he gave me a letter to the Pope. Denn er gab mir einen Brief an den Papst. I have written this letter to the Pope. Please take him to the Pope. I am inviting him to come to visit us during his visit in Colombia. Please give it to the Pope. Ich habe diesen Brief an den Papst geschrieben. Bitte überbringen Sie diesen Brief an den Papst. Ich lade ihn ein, dass er hierher kommen soll, nach Kolumbien, uns zu besuchen. I said, yes, of course, I will bring it to the Pope. Und ich sagte, I broke the first rule. Und ich sagte, ja, natürlich, ich bringe den Brief zum Papst. Und schon hatte ich die erste Regel gebrochen. Okay, 30 seconds later, another person came to me with a glass of juice, a red juice, beautiful, probably a strawberry. We have prepared this for you. Do you want to drink something? Yes, I want. 30 Sekunden später kam jemand zu mir mit einem wunderbaren, aussehenden roten Saft, wahrscheinlich Erdbeere, und sagte, wir haben das extra für Sie zubereitet. Möchten Sie das trinken? Und ich sagte, ja. So, second rule was destroyed. Also die zweite Regel war auch gebrochen. And 10 minutes later, a person called me in an arm and said, please come with me, please, come with me. Und 10 Minuten später sagte jemand zu mir, bitte komm mit mir hier in diesen Raum. I was looking to the soldier who was with me, but he was looking to another place, so he didn't see that I was pulled to a place alone with him. Und ich schielte zu dem Soldaten, der eigentlich mit mir war,
aber der schaute gerade in die andere Richtung und so zog man mich einfach in einen Raum alleine mit jemandem. So we went to his cell and he closed the door. I said, oh no, I'm going to die now. Und wir gingen in seine Zelle und er machte die Tür zu und ich sagte, oh nein, hier werde ich sterben jetzt. But no, he didn't kill me. Nein, er hat mich nicht umgebracht. He said to me, I'm sorry, I can't offer you only a glass of water. Can I show you a picture of my wife? Yes. Er sagte, es tut mir leid, ich kann Ihnen nur ein Glas Wasser anbieten, aber darf ich Ihnen bitte ein Bild von meiner Frau zeigen? This is my son, another picture. Das ist mein Sohn, ein weiteres Bild. He didn't have a chair to sit down, so we shared the bed. Und er hatte keinen Sessel, den er mir anbieten konnte, so saßen wir gemeinsam auf dem Bett. And he started crying and said to me, Und er begann zu weinen und sagte zu mir, please do that film. bitte machen Sie diesen Film. Because if there is one single young person in the world and decided not to do what I have done in my life, that would be enough. Denn wenn es auch nur eine junge Person gibt, die diesen Film sieht und dadurch entscheidet, nicht zu tun, was ich getan habe, dann ist dieser Film schon genug. So truly, the only goal of making this film Also das einzige Ziel, das dieser Film hat, is to push gently, smoothly, anyone, and we don't know who he or she is, to ask for forgiveness or to forgive. ist That's die it. Leute ganz sachte und vorsichtig in die Richtung zu schieben, dass sie vergeben oder um Vergebung bitten. If people enjoy the film, great. Wenn den Leuten der Film gefällt, ist das super. If people like the film, great. Wenn Leute den Film gerne mögen, ist das auch super. If there are millions and millions of people who watch the film, great. Wenn es Millionen und Abermillionen von Menschen gibt, die den Film sehen, auch super. But if none of them take this conclusion, okay, when I get out of the theater, I will go to find that person and ask him or her to forgive me. If that doesn't happen, we have just made noise. Aber wenn keiner von ihnen auf die Idee kommt, okay, wenn ich aus dem Kino rausgehe, dann gehe ich zu dieser konkreten Person hin und bitte sie um Vergebung, dann war das alles umsonst und wir haben nur Lärm gemacht. And this is very important if we talk about evangelization. Und das ist auch sehr wichtig zu bedenken, wenn wir über Evangelisation sprechen. Our goal is not to make noise. Big Denn unser noise. Ziel ist es nicht, Lärm zu machen. More theaters, more people, more countries, more newspapers or radio or television. Noise. Mehr Kinos, mehr Leute, mehr Radio, mehr Television, mehr Veranstaltungen. Das ist alles nur Lärm. Darum geht es nicht. And we love noise. Wir lieben den Lärm. Wir lieben den Lärm. We enjoy very much the numbers. Oh, wow, look, 5,000 people, 10,000 people, 1 million people. We enjoy it very much. Und wir finden es cool, wenn wir hohe Zahlen haben. Wenn wir sehen 5.000 Leute, 1 Million Leute. Wir lieben das. At the same time, we feel so much sorrow when someone criticizes the film. Oh, I didn't like that. Und das macht uns traurig, wenn jemand den Film kritisiert und sagt, das und das hat mir nicht gefallen. Noise. Aber trotzdem ist das am Ende nur Lärm. The only important thing is what God wants to do through the film. Das einzig Wichtige ist, was Gott durch diesen Film bewegen möchte. When someone criticizes you can receive it as something negative, and maybe it's a big gift for you to be criticized. Wenn jemand dich kritisiert, kannst du das als etwas sehr Negatives empfinden. Aber vielleicht ist es ein großes Geschenk für dich, kritisiert zu werden. When you find out about your limitations of all kind, from the creative point of view, from the financial point of view, from the strategy, from the whatever,
wow, when you find out how small you are, how many wrong things that you do, wow, celebrate it. Wenn du deine Begrenzungen kennenlernst, deine Kleinheit, wie auch immer, von deinem physischen Aspekt her oder in der Firma oder was du kannst oder was du nicht kannst, was wir in der Firma die Möglichkeit haben zu tun und nicht zu tun. Wenn du alles das erkennst, deine Kleinheit, deine Begrenztheit, dann freu dich darüber und feiere das. Because the bigger your mistakes are, the greater will be the glory of God when someone comes and tells you, you know what, that film changed my life. Okay, glory to God. Denn je größer deine Fehler sind, je größer wird die Gnade und die Ehre Gottes, wenn jemand zu dir kommt und sagt, weißt du was, dein Film hat mein Leben verändert. Denn dann weißt du genau, die Ehre gehört allein nur Gott. Because he likes the small things, the small people, including your own mistakes. Denn liebt die kleinen including your sins. Und die kleinen Leute und auch deine Fehler und sogar deine Sünden. That's the main perspective of all this. Und das ist der Hauptgrund, die Hauptperspektive, durch die wir all das sehen wollen. Which is God is not looking for perfect people. Nämlich, dass Gott nicht perfekte Menschen sucht. God is not looking for the good ones. Gott sucht nicht die Guten. For those who do not make mistakes. Für die keine Fehler machen. Er sucht nicht die keine Fehler machen. For those who are not sinners. Er sucht nicht die keine Sünder sind. Don't ask me why, but he likes to make deals with sinners. Fragen Sie mich nicht wieso, aber er mag das, mit Sündern Geschäfte einzugehen. And if you see the history of the church, it's always like this. Und wir sehen, dass in der ganzen Kirchengeschichte es immer so war. The only critic that would be really harmful is the next one. Die einzige Kritik, die wirklich schlimm wäre folgende. You haven't done it. Du hast es nicht gemacht. You haven't tried it. Du hast es nicht versucht. Because maybe you will, because as you know that maybe you will make mistakes, you didn't do it. Du hast es nicht gemacht, weil du wusstest, dass du vielleicht Fehler machen würdest. Make mistakes. Mach Fehler. A lot of mistakes. Viele Fehler. As soon as possible. So bald wie möglich. Then you will see the power of God. Und dann wirst du Gott. As Pope Francis says, he says, let me see if I can translate this. If I have to choose between a church which is enferma, sick, por estar encerrada, for being close, protected. Und dann wirst du Großes sehen, denn wie Papst Franziskus sagt, wenn ich entscheiden muss zwischen einer kranken Kirche, die eingesperrt ist, or a church which is accidentada, no? which suffers accidents because of going outside. Oder einer Kirche, die zwar auch Unfälle macht und die Unfälle hat, weil sie rausgeht. I choose the accidented church. Dann wähle ich die Kirche, die Unfälle baut. So I really don't know who you are, each one of you, and what crazy idea maybe God is putting into your heart. Also ich weiß nicht, wer sie alles sind und welche verrückte Idee Gott vielleicht in ihr Herz gepflanzt hat. My recommendation would be, do it. Aber ich würde Ihnen empfehlen, auf jeden Fall, tu es einfach. Precisely because it sounds crazy. Und zwar genau, weil es verrückt klingt, tun Sie es einfach. Precisely because it seems really difficult. Und weil es schwierig wirkt. Precisely because you understand, because you are not stupid, you understand that you can't do it. Und weil du weißt,
Du kannst es nicht tun, weil du bist nicht dumm, du siehst genau, du kannst. Precisely because the experts are telling you don't do it because you are not prepared for this. Gerade deswegen, weil die Experten dir sagen, tu das nicht, du bist dafür nicht vorbereitet und nicht ausgebildet. Okay, this crazy plan has all the elements to be a God's plan. Weil so ein verrückter Plan, der schaut ganz danach aus, ein Plan Gottes zu sein. Then try not to make mistakes, of course. Try to do it the best you can, of course. Wenn du es tust, dann versuche es natürlich so gut wie möglich zu tun und keine Fehler zu machen. But accept from the very beginning that you are going to make mistakes. Aber akzeptiere von Anfang an und wisse von Anfang an, du wirst Fehler machen. Celebrate your mistakes. Und freu dich über deine Fehler. Even when we are not talking about technical mistakes. Und auch wenn wir nicht über technische Gebrechen sprechen hier. When we are talking about sins. Wenn wir über Sünden sprechen. Celebrate. Freu dich über deine Sünde. That God has chosen you also being a sinner. Denn Gott hat das. Freu dich, dass Gott dich erwählt hat, obwohl du ein Sünder bist. And then you will start understanding how God deals with us. Und dann werden wir beginnen zu verstehen, wie Gott mit uns umgeht. Which is in a complete, diríamos, desequilibrada relación. Weil es ist eine Beziehung, die total aus dem Gleichgewicht geraten ist. And balanced. What we put into this contract, into this relationship, is this thing in which we are really good, which is in making mistakes. Denn was wir zu diesem Vertrag beitragen, ist das Einzige, was wir wirklich gut können, und zwar Fehler machen. I don't know you, but I'm an expert. I am very good at making mistakes. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß, ich bin ein Experte. Ich bin sehr, sehr gut im Fehler machen. And then God puts what He's an expert, which is to correct your mistakes. Und Gott gibt das in den Vertrag, macht das im Vertrag, was er sehr, sehr gut kann. A very clear example is the parable of the prodigal son. Denn Gott ist perfekt, also er gibt den perfekten Teil. Und ein gutes Beispiel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Why are they celebrating a party? Warum feiern die ein Fest in der Geschichte? What has each part of this contract in the party? What each part has put for the party? Was hat jeder von den beiden Vertragnehmern in dieser Geschichte zum Vertrag beigetragen? Aportación. Beitrag. The Beitrag. La aportación del hijo pródigo of the prodigal son is his sin. Der Beitrag des verlorenen Sohnes ist seine Sünde. Plus his recognition of his sin. Und dass er versteht, dass er gesündigt hat, dass er seine Sünde sich eingesteht. And that, together with the mercy of God, und gemeinsam mit der Gnade Gottes provokes a party. Wird eine Feier daraus. We live continually this party, this feast of the mercy of God. Every single day. Und wir leben jeden Tag immer wieder kontinuierlich dieses Fest der Vergebung Gottes. So let's party. Also machen wir ein Fest. Let's celebrate our weakness, our small size. Lass uns unsere Schwäche, unsere Kleinheit feiern. You talk too much, no? You please ask questions. ¿Quieres enseñar algo? Oh yes, thank you. We have something to show you. Du bist mir noch etwas schuldig. Keiner geht an meine Karten, klar? Und aus! Das gefällt mir nicht. Und was genau? Es ist kein Happy End, wenn einer dem anderen den Kopf wegschießt. Hört mal her, alle heben die Hand, die wollen, dass Jackson Wilson totschießt. Die Menge will Blut sehen. Ein Duell aus Rache, das sind wir unserem Publikum schuldig. Ich will Ihnen aber lieber noch was Besseres auftischen. Hey, ruhig, ganz ruhig, ist doch nur ein Film, okay? Ja, meinen Sie? Ein Blick in die Zeitung. Was finden wir da? Gewalt und Hass, Drohungen und Beleidigungen, immer und überall.
Also, die Terroristen hatten eine Bombe im Auto meiner Mutter installiert. Mama hat einen Arm und ein Bein verloren, ich die Beine und 3 Finger. Die suchten Freiwillige für Anschläge in London. Das ging etwa 5 Jahre so, diese Bombenanschläge dort. Meine Antriebskraft war der Hass, mit dem Ziel, stärker zu werden, um meinen Vater umzubringen. Kannst du eine Zahl sagen, wie viele Morde es waren? Ich mit meinen eigenen Händen an die 300 Personen. Dieser Mann hat damals meine Kinder getötet. Ich wünschte, es wäre bloß ein Film. Diese Handlung ist kein Drehbuch wert. Wenn Sie ein Opfer finden, das bereit ist zu vergeben, dann schreiben wir das Drehbuch um. Einem Mörder vergeben. Ich dachte, das ist unmöglich. Du, die du das Opfer einer Bombe warst, hast jemanden umarmt, der selber mit Bomben andere schwer verletzt hat. Der Krieg macht dich blind, du siehst nichts. Das Wort Liebe gibt's für dich nicht, du kennst es nicht. Erst wieder, wenn dich jemand umarmt und dir seine Vergebung schenkt. Und das ist so ein irres Gefühl. Das muss man in der Familie wiederbeleben. Dass wir lernen, vergeben zu können. Wirklich und ehrlich. Welches Happy End wollen wir unseren Zuschauern anbieten? Eines, das sie schon kennen? Oder etwas wirklich Revolutionäres? Bist du aus Fleisch und Blut? Nein, ein bisschen Titan ist auch dabei. Die Hälfte aus Fleisch und Blut und ab hier wird es Titan. Wie kann es sein, dass du so fröhlich bist? Du müsstest doch total zornig, niedergeschlagen, traurig, verbittert sein. Ich versteh's nicht. Und dabei das Leben verpassen? Ich meine, all die wunderbaren Dinge nicht sehen und mich zerfressen und mich schlecht fühlen? Es war ja schon schwer, wieder laufen zu lernen. Ich meine, mit den Prothesen, ich habe in der Reha gelebt sozusagen. Und da soll ich mir jetzt mein Herz auch noch amputieren lassen? Kommt nicht in Frage. Yes, she's a very well-known person in Spain. At the age of 12, the terrorists put a bomb in her car, and she left 2 legs, and her mom also left 1 leg and 1 arm. Sie ist eine sehr bekannte Persönlichkeit in Spanien. Als sie 12 Jahre alt war, platzierten Terroristen eine Bombe im Auto ihrer Mutter und sie verlor beide Beine und ihre Mutter auch ein Bein. And her mom told her a few days later, listen, we have now 2 options. Und ihre Mutter sagte 2 Tage später zu ihr, hör zu, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. First is to remain sad, to remain desperate, to hate, to remember all this during all our life with distress. Entweder wir bleiben traurig, niedergeschlagen, hoffnungslos, voll von Hass, unser ganzes Leben, lassen unser ganzes Leben auffressen von diesem Desaster. Or the second option is to decide now that we are going to be happy again. Oder die zweite Option ist, dass wir jetzt entscheiden, dass wir wieder glücklich sein wollen. And that we will fight to be happy always. Und dass wir dafür kämpfen werden, immer glücklich sein zu können. Whatever you decide, I will follow you. Und was immer du entscheidest, meine Tochter, ich werde dich darin unterstützen. And that girl, 12 years old, she said to her mom, I have already decided. Und dieses 12-jährige Mädchen sagte zu seiner Mutter, ich habe mich schon entschieden. He nacido sin piernas. I have been born without legs. Ich wurde ohne Beine geboren. And she said how since then she has started a new life without just forgiving the person who did it. Und sie sagte, sie hat ein neues Leben bekommen und einfach den Terroristen vergeben. This is one of the stories of the film. I can't tell you all of them because I feel as my daughter saying, Daddy, don't tell anything, don't make spoiler. Das ist eine der Geschichten des Films. Ich kann Ihnen nicht alles erzählen,
Nein, wie meine Tochter sagen würde, Papa, erzähl nicht alles, mach keine Spoiler. But I can tell you that there is a happy end, no more. Aber ich kann so viel verraten, es gibt ein Happy End. Okay. Do you want to ask something or to... Wollen Sie Fragen stellen? To introduce any topic? Make a movie about forgiveness, yeah, or asking God for forgiveness for a sin that you have done. Was there an episode in your life that you needed to do that this subject or this theme was very important to you? Yes, in your life? There was something very, very precise that happened on a very, very exact date. Ja, es gab etwas sehr Punktuelles in meinem Leben, das damit zu tun hatte, und das passierte an einem ganz speziellen Tag. 3rd of March 2014. Am 3. März 2014. I was in Colombia, in Bogotá. Ich war in Kolumbien, in Bogotá. And I had a meeting like this one in a theater. Und ich hatte ein Meeting so wie dieses hier in einem Kino. And at the end of this meeting, I was talking to one person, to another. Und am Ende des Treffens sprach ich mit verschiedenen Leuten. And I met this big guy who said to me, my bosses want to talk to you. Und dann traf ich mit diesen großen Typen da, der zu mir sagte, meine Chefs wollen mit Ihnen sprechen. And I asked him, who are your bosses? Und ich sagte zu ihm, wer sind Ihre Chefs? And he took a computer and he showed me through Google the name of his bosses. Und er klappte einen Computer auf und zeigte mir in Google die Namen seiner Chefs. One of them had killed 500 people. Einer von ihnen hatte 500 Leute ermordet. Another one 5,000 people. Ein anderer 5.000. Another one 10,000 people. Ein anderer 10.000. And so on and so forth. Und so weiter und so weiter. And then I asked, are they your bosses? Und Yes, ich sagte, das sind Ihre Chefs? And why do they want to talk to me? Und warum wollen die mit mir reden? And he said, because they want to ask for forgiveness and they would like to do it through you. Und er sagte, sie möchten um Vergebung bitten, meine Chefs, und sie würden es gerne mit ihrer Hilfe tun. And I asked, where are them? Und ich sagte, wo sind die jetzt? They are on jail. Sie sind im Gefängnis. And he told me how in one single day 850 people entered to jail and asked for the government of Colombia 3 conditions. Und er erzählte mir, wie an einem einzigen Tag sich 850 Leute stellten und freiwillig ins Gefängnis gingen und die Behörden von Kolumbien nur um 3 Bedingungen baten. Because they were not caught by the police or the army. No, they were voluntarily going to jail. Denn sie wurden nicht von der Polizei geschnappt, sondern stellten sich freiwillig. First condition, we want to have Jesus with us in the jail. Erste Bedingung, wir wollen Jesus mit uns haben im Gefängnis. And one of the cells, it is a chapel with our Lord in the Eucharist with them. Und eines der Zellen muss eine Kapelle sein, wo Jesus im allerheiligsten Sakrament anwesend ist. Second condition, we want a priest with us in the jail. Zweite Bedingung, wir wollen einen Priester mit uns im Gefängnis. And third condition, we want to get out of jail to say sorry to our victims one by one, face to face. Dritte Bedingung, wir wollen die Erlaubnis haben, aus dem Gefängnis rauszugehen, um unsere Opfer um Vergebung zu bitten, von Angesicht zu Angesicht jeden Einzelnen. So I went to jail. That's the story that I told you before. Also ging ich ins Gefängnis, das ist diese Geschichte, die ich vorher schon erzählt habe. And then I went with them to meet their victims. Und ich ging mit ihnen mit, um ihre Opfer zu treffen. And that was the most beautiful thing that I have ever seen. Und das war das Wunderschönste, was ich je gesehen habe. The
ate together, they drank together, they danced, they sing, they were hug, kisses. Sie aßen und tranken gemeinsam, tanzten gemeinsam, sangen gemeinsam, umarmten sich. In a very simple way. In einem sehr einfachen Stil. No noise. Und da war überhaupt kein Medienlärm. It was pure love, simple way, easy going. Das war einfach nur Liebe, einfach und simpel. So that day, I didn't have to think too much. It was evident I had to do it. Und an diesem Tag musste ich nicht viel nachdenken. Es war einfach ganz eindeutig, ich muss diesen Film machen. Was there ever an issue where you struggled with forgiving or holding crutches or... I mean, that this is a theme in your life? That's my question. Yes, but even today, I wish I could say that was in the past. I remember one day when I had to ask for forgiveness. Yes, I was 14. No. Ja, es gibt da etwas, aber das ist nicht nur in der Vergangenheit, das ist auch jetzt in der Gegenwart. Ich wünschte, es wäre so einfach, dass ich sagen könnte, ja, irgendwann einmal in der Vergangenheit, als ich 14 war, musste ich um Vergebung bitten. Aber so ist es nicht. It is a battle for every day. At the same Das ist time, etwas, was man jeden Tag tun muss. At the same time, let me tell you the coincidence. That meeting in Colombia was the 3rd of March. Aber ich möchte euch noch einen Zufall unter Anführungszeichen erzählen. Dieses Treffen in Kolumbien fand an einem 3. März statt. And what a coincidence. My father was killed on the 3rd of March. Und mein Vater wurde an einem 3. März ermordet. When I was 13. Als ich 13 Jahre alt war. So when that person said to me, they want to ask for forgiveness, I thought, bingo. Also als diese Person zu mir sagte, sie wollen um Vergebung bitten, dachte ich, bingo. But it sounds contradictory, but it is true. That was not the most difficult thing to forgive in my life. Und das wirkt total widersprüchlich, aber es ist wahr. Das mit meinem Vater war nicht das Schwierigste, was ich vergeben musste in meinem Leben. No, it was quite easy. Es war ziemlich einfach. It was a gift from God. Denn es war ein Geschenk Gottes. Immediate. Sofort. My mom, she gathered the 9 children. Meine Mutter versammelte die 9 Kinder. On that day. An dem Tag. And she said to us, in this house there is no room for hate. Und sie sagte zu uns, in diesem Haus gibt es keinen Platz für Hass. In this house there is no room for sadness. In diesem Haus gibt es keinen Platz für Traurigkeit. Your Father is in heaven, and we are going to live from today in the same way as we have lived so far, with happiness. Euer Vater ist im Himmel und wir werden von heute an so weiterleben, wie wir bis jetzt gelebt haben, mit Fröhlichkeit. That was the greatest gift that we, the children, have received from our parents. Das war das größte Geschenk, das wir, die Kinder, von unseren Eltern erhalten haben. And the heritage would have been completely different if my mother would have reacted in a different way. Und das ganze Erbe meines Lebens wäre ganz, ganz anders, wenn meine Mutter anders reagiert hätte. And I think now as a father, I have three daughters, that we have a great responsibility in what kind of heritage we give to our children. Und jetzt, als Vater von 3 Töchtern, denke ich, dass es total wichtig ist, uns immer bewusst zu sein, was wir unseren Kindern weitergeben. Sometimes probably we give too much importance to the material heritage. Sicher geben wir sehr oft viel zu viel Wichtigkeit dem materiellen Erbe. And we don't pay attention to the heritage that we are giving day by day with our mouth. Und wir denken nicht daran, an das Erbe, das wir ihnen weitergeben. The way jeden Tag mit unserem Mund. The way
we react in daily life is a heritage to our children. Die Art, wie wir Tag für Tag reagieren, ist ein Erbe, das wir unseren Kindern weitergeben. The way we speak about the neighbor, the politician, the person who doesn't believe, the person who doesn't live as I do, the person who has a different opinion. The way I speak about them is my heritage to my children. Die Art, wie ich über die Nachbarn spreche, wie ich über Ungläubige spreche, wie ich über die Politiker spreche, die Art, wie ich mich verhalte, alles das ist ein Erbe, das ich meinen Kindern weitergebe. And if I go through life finding enemies everywhere, my enemy, my enemy, my enemy, I'm going to give them a big heritage of enemies. Und wenn ich durchs Leben gehe und überall Feinde finde, dieser ist mein Feind und dieser ist mein Feind und der da auch noch, dann werde ich ihnen ein großes Erbe hinterlassen mit vielen, vielen Feinden. But if they see that I don't have any enemy, probably the heritage is a very healthy relationship with the rest of the world. Aber wenn sie sehen, dass ich überhaupt keine Feinde habe, dann ist mein Erbe an sie wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung mit allen in der Welt. I would like to know something about the meeting with Inhalt. Yes, I could speak lots of hours about Inhalt. Maybe 10 minutes? Ja, ich könnte stundenlang über Inhalt sprechen. He doesn't know that he has been my spiritual director for a long time. He doesn't know it. Weiß nicht, dass er für sehr, sehr lange Zeit mein geistlicher Führer war. He's not conscious about the deep impact that his words and his behavior with me has had in my soul. Es ist ihm nicht bewusst, was für einen tiefen Eindruck seine Worte und sein Handeln mit mir und an mir in mir hinterlassen haben. I met him 12 years ago. Ich habe ihn vor 12 Jahren kennengelernt. And we have spent hours and days together in France and in Spain. Und wir haben in Frankreich und in Spanien Stunden und Tage lang miteinander verbracht. And listening to him is, I always feel when being with him, I now know Jesus through him. Und immer wenn ich ihm zuhöre, denke ich, jetzt kenne ich Jesus durch Tim. His tenderness. Seine Zärtlichkeit, seine Liebe. For those who don't know who are we talking about, Tim is a French person who was terribly damaged by his father when he was 6 years old. Und für die, die nicht wissen, über wen wir sprechen, Tim Guinard ist ein Franzose, der sehr geschlagen wurde von seinem Vater, als er 6 Jahre alt war. He was abandoned by his mother when he was 3 years old. Seine Mutter hat ihn im Stich gelassen, als er 3 Jahre alt war. His main food during his childhood was hate. Und seine Hauptantriebskraft in der Kindheit war Hass. And he grew up with a clear idea, I'm going to kill my father. Und wuchs mit der Idee auf, eines Tages werde ich meinen Vater töten. He learned how to box because not because he wanted to become a boxer, but because he wanted to kill his father, breaking him 45 bones at least, the same number of bones that his father broke him. Trainierte Boxen nicht, weil ein guter Sportler werden wollte, sondern weil er seinem Vater mindestens 45 Knochen brechen wollte, denn sein Vater hatte ihm als Kind auch 45 Knochen gebrochen. But God has taken him and has made him an apostle. Aber Gott hat ihn genommen und hat ihn zu einem Apostel gemacht. An apostle of mercy, an apostle of tenderness,
Einen Apostel der Liebe und der Sanftmut. An apostle of forgiveness. Einen Apostel der Vergebung. Everything with him is soft, easy, beautiful. Alles an ihm ist wunderschön, einfach und sanft. As it happens with Jesus. So wie bei Jesus. It is difficult for me to select or to think now of situations because it's continue with him. Die Situationen auszuwählen, die ich jetzt mit ihm erzählen könnte, denn es ist immer mit ihm gut. Es ist eine ganze Kontinuität. In his house, he lives outside Lourdes in France. Lebt in der Nähe von Lourdes und in seinem Haus. And in his house he receives anyone at any time without asking who you are. Empfängt jeden zu jeder Tages- und Nachtzeit und fragt nicht, wer du bist. His house is continually open to whoever has a wound. Sein Haus ist immer offen für alle, steht immer offen für alle, die verwundet sind. It's a true hospital of the heart. Ja, es ist wie ein Spital des Herzens. I remember what happened one day. The first day I was with him. Und ich erinnere mich, was passiert ist den ersten Tag, als ich bei ihm war. He lives in a valley, a very open valley. Lebt in einem sehr offenen Tal. And he decided one day to put a cross, a big cross, like 10 meters high, very simple cross, 1 and 2, white and stretcher. Und entschied eines Tages ein weißes, 10 Meter hohes, einfaches Kreuz aufzustellen. And he put this light with a program to be switched on at 10 p.m. Und hatte da ein Licht dabei, das automatisch angehen sollte 10 Uhr am Abend. Yeah, it was a light that was all over the cross. Und dieses Licht war an den Enden, am Rand des Kreuzes befestigt. So at 10 p.m. we were with the countdown. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Back. Also waren wir am 10 Uhr Abend da, um den Countdown zu zählen. Für das erste Mal, wo das Licht sich einschalten würde. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puff. Scheinwerfer genannt. So that was it. Beautiful. It works. Let's go to bed. Wunderbar. Es funktioniert. Gehen wir schlafen. The day after, at 8 in the morning, a person came to the house. Und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh kam jemand zum Haus. And he asked, who has put that cross over there? Und sagte, wer hat dieses Kreuz aufgestellt dort? And he said, me, I have put it. Und dem sagte ich, you have saved my life. Und der andere sagte, du hast mein Leben gerettet. I live there, on the other side of the valley. Ich lebe auf der anderen Seite des Tales. And yesterday, at 10 o'clock, I was going to commit suicide. Und gestern um 10 Uhr am Abend wollte ich mich eigentlich umbringen. And when I was about to kill me, all of a sudden, back, the cross lights in front of me, and I knew I was not alone. Und gerade in dem Moment, wo ich mich umbringen wollte, pack, leuchtet dieses Kreuz vor mir auf, und ich wusste, ich bin nicht allein. This is the kind of things that I referred before. The crazy ideas that you have in your mind. Und das ist, was ich vorher damit sagen wollte, mit diesen verrückten Ideen, die du im Kopf hast. When you give it a chance, when you decide, okay, I have had this idea of putting a cross in my garden, 10 meters, do not think it's your idea, it is not yours. Something got with you with that cross, that crazy idea. Und wenn du diesen verrückten Ideen eine Chance gibst, wenn du nicht denkst, in meinem Garten ein 10 Meter hohes weißes Kreuz aufzustellen, ist verrückt. Sondern wenn du dieser Idee eine Chance gibst, weil du verstehst, diese Idee ist nicht von dir, sondern von Gott, und Gott hat einen Plan mit diesem weißen Kreuz, dann ist das gut, dann tu das einfach. There are many things with Tim. I don't know if I have told you 10 minutes. But, es gibt so viele Dinge, die ich von Tim erzählen könnte. I would say he's a person who is always doing what he realizes that God is asking him to do. Without thinking. Ich würde sagen, er ist eine Person, der immer das tut, was er denkt,
das Gott von ihm möchte, ohne nachzudenken. How long did you work in this film? The second, if you're a visitor, not a main player of this film, what do you think about your film? What is the main story or the main part of this film? What is the main message for the people? The first question, more or less, we have been working on the film since March 3rd, 2014. Zur ersten Frage, wir haben an diesem Film gearbeitet, mehr oder weniger seit dem 3. März 2014. Which meant the different stages, the different phases of the film. Aber in verschiedenen Phasen und Etappen. The first part is always finding the money. Der erste Teil und die erste Etappe ist immer das Geld zu finden. And it took us 2 years and a half. Und wir brauchten dafür 2,5 Jahre. My job during 2 years and a half has been hello, 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 hello. 2,5 Jahre. Knocking doors, 2 years and a half. War mein Job, an Tür zu klopfen und zu sagen, hallo, hier bin ich. It's always the first step. Das ist immer der erste Schritt. You start without knowing how long this step, how long it's going to be. You know you have to do it. That's it. You do Du it. beginnst und du weißt, du musst diesen Schritt tun, aber du weißt nicht, wie lange er brauchen wird. Then the second part is the beautiful one, which is to do the film. Der zweite Schritt ist der wunderschöne, wo du den Film wirklich drehst. I do not enjoy the first step. I enjoy very, very much the second one. Den ersten Schritt mag ich eigentlich nicht, den zweiten liebe ich über alles. And that has been for a year and a half. Und der dauerte 1,5 Jahre. And then the third step, which is as important as the other one, which is to promote the film, to distribute the film, to make a campaign, to go to countries, to fight for one more viewer, to answer emails. There is a huge work of promotion. Und der dritte Schritt ist ebenso schön wie der zweite. Das ist, wo du Promotion machst, wo du eine Kampagne machst, wo du Werbung machst, wo du in verschiedene Länder fährst, wo du um jeden einzelnen Zuschauer kämpfst. It's also very beautiful because from the very first day you see how God works and you see the miracles. Und das ist wunderschön, weil vom allerersten Tag an siehst du, wie Gott wirkt und du siehst Wunder. And the second question was about the message of the film. It is a very simple message, and we don't hide it. We say it clearly in our website, in everywhere, which is, this is an invitation for you, whoever you are, to inviting you to forgive or to ask for forgiveness. That's it. Die zweite Frage über die Message des Films ist sehr einfach zu beantworten und wir verstecken die Message auch nicht. Wir sagen das überall ganz offen, auf der Homepage und in unseren Leaflets und wo auch immer. Die Message dieses Films ist eine Einladung, und zwar die Einladung zu vergeben und um Vergebung zu bitten. The invitation is, do not be just a spectator of others' stories. Die Einladung ist auch, sei nicht einfach nur der Zuseher anderer Geschichten. Why don't you become the protagonist of your own story when you get out of the theater? Warum wirst du nicht der Hauptdarsteller deiner eigenen Vergebungsgeschichte, wenn du aus dem Kino rausgehst? We wish you to take a strength on those stories for your own story. Wir wollen, dass du Kraft schöpfst für deine eigene Geschichte aus diesen Geschichten. That's why I said before that it is not enough when someone says, you know what, I liked very much the film, I love it. You know, I prefer the story of Colombia rather than the story of Rwanda. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist nicht genug, wenn jemand sagt, ich liebe diesen Film und weißt du was, die Geschichte aus Ruanda gefällt mir noch viel besser als die Geschichte von Kolumbien. If you just liked it very much, I tend to think probably the film was not for you. Wenn du die Geschichten nur magst, denke ich dann oft, dann war der Film wohl nicht für dich. Probably it's for someone who, like it or not,
received that strength to find the happy end for her or for his story. Es ist wohl für jemanden, der den Film jetzt vielleicht mögen kann oder auch nicht, aber der durch den Film die Kraft findet, ein Happy End für seine eigene Geschichte zu finden. And the beautiful thing is that it happens. Und das Wunderbare ist, dass das auch passiert. I received in 2 different days, one after another, the same message. An 2 Tagen hintereinander habe ich dieselbe Nachricht erhalten. From 2 different families. Von 2 verschiedenen Familien. The message was, we were divorced 7 years ago. Die Nachricht lautete, wir haben uns vor 7 Jahren scheiden lassen. We have seen the film and we have reconciled. Wir haben den Film gesehen und uns wieder versöhnt. Bingo. Bingo. Thank you so much. Manuel, which is your next crazy idea? The problem is that there is not just one. Craziness is growing up. Das Problem ist, es gibt nicht nur eine verrückte Idee, eine nächste verrückte Idee, weil die Verrücktheit wird immer mehr. It has relationship with something that I said at the very beginning. Das hängt zusammen mit etwas, was ich ganz am Anfang sagte. The problem is not to make mistakes. Das Problem ist nicht, Fehler zu machen. The problem is not to have mistakes. Das Problem ist, keine Fehler zu haben. We have several projects that we haven't done. Wir haben mehrere Projekte, die wir nicht realisiert haben. Because we have thought too much. Weil wir zu viel nachgedacht haben. So the first decision, just 2 weeks ago, is we are going for all of them. Also die Entscheidung, die wir vor 2 Wochen getroffen haben, ist, wir werden sie alle angehen. Because it is impossible. Weil es unmöglich ist. Because we know we can't do it. Weil wir wissen, wir können das nicht schaffen. Because it is completely crazy. Denn es ist total verrückt. We cannot do the project that we calculate it's going to be okay. No, not for me. Wir können nicht das Projekt machen, wo wir es kalkulieren und sagen, okay, das könnte funktionieren. So geht das bei mir nicht. The mission is so urgent, is so huge, that we can't think in terms of success. Die Mission ist so wichtig, so dringend, so großartig, dass wir nicht nach dem Maßstab des Erfolges denken können. We have to go out there quickly and wide and crazy until we reach the whole world. Wir müssen rasch da rausgehen, wild und verrückt, bis wir die ganze Welt erreichen. It is not our decision. Das ist nicht unsere Entscheidung. It is Christ's decision. Es ist Jesu Entscheidung. Go to the whole world and proclaim the good news. Geht zur ganzen Welt und verkündet die gute Nachricht. You can reject it. Du kannst das ablehnen. But the business plan is already made. Aber der Businessplan steht schon. The only thing that lacks here is workers. Das Einzige, was fehlt, sind Arbeiter. So, being more specific, we have 4 different fiction projects. Also um jetzt noch deutlicher zu werden, es gibt 4 Spielfilmprojekte. Beautiful projects. Wunderschöne Projekte. They have all, because there is not one single bad idea if you speak about God. Not one bad idea. No. Sie sind alle wunderschön, weil es gibt keine einzige schlechte Idee, wenn du über Gott erzählen willst. Whatever story has God inside as a protagonist is going to be incredible. Jede Geschichte, die Gott als Hauptdarsteller drinnen hat, wird großartig werden. Surprising, never boring. Überraschend, niemals langweilig. Happy end, always. Immer mit Happy End. Always a story of love. Immer eine Liebesgeschichte. Always actual, present. We don't need to go backwards too much to find the action of God. We just need to go today to the street
Immer aktuell, wir müssen nicht zurückgehen, um die Werke Gottes zu sehen. Wir müssen nur heute rausgehen auf die Straße und sehen seine Werke. And we know a lot of stories which are worthy to be told. Sorry. Kennen viele Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. So there are 4 fiction stories, all of them wonderful. We have to create another project for children and teenagers. Also es gibt 4 Spielfilmprojekte, alle wunderschön. Und wir möchten noch ein anderes Projekt machen für Jugendliche und Kinder. Other projects are oriented to families. Und ein anderes Projekt für Familien. Other projects have to be with the sacraments. Und dann brauchen wir noch ein Projekt über die Sakramente. Other with the mission, with the missions. Und über die Mission. And so on and so forth. If you think, it's a very easy decision, I think. If we understand or we accept that we are in a war, a spiritual war, which is true. Wenn wir akzeptieren, dass wir in einem spirituellen Krieg sind, was auch wirklich wahr ist. And that we are living a real battle for our souls, not for anything else. The only thing that matters is my soul. It's the only thing that matters. Und dass wir wirklich eine Schlacht erleben unsere Seele und das Einzige, was hier zählt, ist meine Seele, sonst gar nichts. And whenever you are in a war, I understand that you can be frightened because of the war, and you can go backwards. And you can escape from the territory, from the field of war. No? Defending yourself, defend. Und wenn du in einem Krieg bist, dann verstehe ich, dass du Angst haben kannst und vielleicht schreitest du immer weiter zurück, um vom Schlachtfeld wegzukommen, um dich so zu verteidigen. But that is not the style of God. Aber das ist nicht die Kriegsart Gottes, die Kriegsführung Gottes. The style of Christ is to go in the center of the field. Die Kriegsführung Jesu ist, genau ins Epizentrum der Schlacht reinzugehen. That's why he came from heaven to earth. Deswegen kam vom Himmel zur Erde. To the center of the battle. Ins Zentrum der Schlacht. So now, if you have to decide, where is this fields of battle? Where is the battle? Where is exactly, what territory are we fighting now? Und wenn du entscheiden musst in deinem Leben, wo ist jetzt das Schlachtfeld für mich? The sacraments, first territory. Dann würde ich sagen, die Sakramente sind das erste Territorium, das erste We Schlachtfeld. have to put the sacraments in the center. Wir müssen die Sakramente wieder ins Zentrum rücken. And probably our enemy has been very, very good taking the sacraments out of the center. Und wahrscheinlich hat unser Feind ganze Arbeit geleistet, indem die Sakramente aus dem Zentrum herausgeholt hat. Second, the family. Zweitens, die Familie. And the enemy has been very, very good attacking the family. Und der Feind hat ganze Arbeit geleistet, indem die Familie attackiert. Okay. And third, the children. Und drittens, die Kinder. And everything is linked. The attacks to priesthood has relationship with attacks with the sacrament of priesthood. Attacks to the family has relationship with the attack of the sacrament of matrimony, how you say it? Marriage. Attacks to the children has direct relationship with the attacks to the family and attacks to the marriage. So at the end is simple. It's not difficult to decide what is the topic we have to talk about now. Am Ende ist es simpel, denn es ist alles miteinander verbunden. Wenn der Feind die Kinder und die Sakramente und die Familie und die Priester attackiert, dann ist das alles miteinander verbunden. Und so müssen wir uns nicht lange überlegen, wo wir jetzt kämpfen wollen, an welchem Schlachtfeld. But there is always the factor sorpresa, surprise fact. Aber es gibt immer den Überraschungseffekt. Now, for you to understand, whenever I have said my next project is that one, it has never been the next project. Wann immer ich gesagt habe, das wird mein nächstes Projekt, dann war das nie mein nächstes Projekt. Because of the surprise project, surprise factor. Wegen dem Überraschungseffekt. Which is the Holy Spirit. Der
Heiliger Geist heißt. He has more imagination. Er hat mehr Fantasie. So somehow he introduces a new way of a new project, and you have to realize that your projects have to come to the next step. Kommt immer mit einem neuen Projekt an und dann musst du dieses Projekt realisieren und deine eigenen Projekte müssen auf eine nächste Phase warten. ¿Enseñamos al embajador de perdón? Sí. Explica qué es, si quieres. ¿Yo? Sí. Bueno. Also wir zeigen jetzt noch einen letzten Clip und da geht es darum, also zwei Dinge würde ich gerne noch sagen. Erstens mal, dass ich hoffe, dass ihr euch habt alle anstecken lassen, nicht von meiner Erkenntnis, sondern von seinen Worten und hinausgeht und das ganz vielen erzählt. Auch vor allem an die denken, vielleicht auch mit denen ihr Schwierigkeiten habt oder wo ihr wisst, die haben untereinander Schwierigkeiten und dass ihr euch verwandelt in Botschafter der Vergebung. Dazu gibt es gleich noch einen kleinen Clip und nachdem er das jetzt vorher gesagt hat noch, dass die längste und unangenehmste Phase des Filmmachens die Geldsuche ist, weil es schon Anfragen gab, ob man was spenden kann, haben wir hinten 2 kleine Boxen aufgestellt, wer möchte, kann da was reingeben, aber wirklich, darum geht es heute Abend nicht. Und vielen Dank, Juan Manuel, Pater Karl, Missio, an alle willkommen. Oh, super Übersetzung. Also dieser kleine Clip ist für uns so wichtig, dass wir den sogar synchronisiert haben. Also mit Voice-Over war uns so wichtig, dass das einfach sich das verteilt, verbreitet, diese Message einfach jeden erreicht, nicht nur in Österreich. Die Welt muss lernen zu vergeben. Wenn es dir wichtig ist, die Vergebung in der Gesellschaft zu verbreiten, dann bewerbe das größte Geschenk. Werde Botschafter der Vergebung. Nutze das Material auf der Webseite dasgrößtegeschenk.com, um diese Botschaft zu verbreiten. Jeder kann das. Egal, ob du Student bist oder Rentner, ob du 1000 Kontakte und Freunde hast oder dich in einem sehr kleinen Kreis bewegst. Durch die sozialen Medien, durch WhatsApp, Facebook und Instagram und Twitter kann das jeder verbreiten. Manche haben das Plakat im Lift ihres Hauses aufgehängt, im Sportverein oder Fitnessstudio, haben T-Shirts oder Cappies gemacht. Sie werben in ihren Schulen und sozialen Netzwerken. Diese Menschen merken, dieser Film kann etwas Gutes bewirken. In jedem, der ihn sieht, ganz gleich wer. Das ist der Schlüssel zu unserer weltweiten Verbreitung. Der Motor der Bewerbung sind die Zuschauer selbst, die sich für den Film begeistern und es ihren Freunden weitersagen. Ahora la fiesta.